Hast du dich jemals an einem grauen Novembermorgen auf dem Weg zur Arbeit gefragt, ist das wirklich alles? Muss das Leben ein endloser Kreislauf aus Regeln, hohen Steuern und sozialer Kälte sein? Gibt es da draußen nicht mehr? Du spürst diese leise, nagende Sehnsucht nach Sonne, nach Leichtigkeit, nach einem Ort, an dem das Leben nicht nur verwaltet, sondern gefeiert wird. Diese Frage stellen sich jedes Jahr Millionen von Menschen. Und Tausende von ihnen, die den Sprung gewagt haben, geben die Antwort. Nicht in Form von vagen Träumen, sondern in Form von harten Daten. Willkommen beim Expat Insider Report von Internations, der brutal ehrlichen Weltmeisterschaft des Auswanderns. Das ist keine von Tourismusbehörden gesponserte Hochglanzbroschüre. Das ist die ungeschminkte Wahrheit von über 10.000 Menschen aus 172 Nationen, die ihr altes Leben hinter sich gelassen haben und nun berichten, wie es wirklich ist. Und bevor wir uns die sonnigen Gipfel des Rankings ansehen, müssen wir einen ehrlichen Blick in den Spiegel werfen. Wir müssen über den deutschsprachigen Raum sprechen. Denn für Auswanderer, die nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz kommen, ist die Realität oft eine kalte Dusche. Beginnen wir mit Deutschland. Im globalen Ranking der 46 beliebtesten Länder landet Deutschland auf einem beschämenden Platz 42. Es ist ein Land, das es Neuankömmlingen fast unmöglich macht, glücklich zu werden. Das fängt bei der Ankunft an. 39% der Befragten empfinden die Deutschen als unfreundlich gegenüber Ausländern. Fast 2/3, 63% sagen, es sei extrem schwierig, hier Freunde zu finden. Du kannst in einem Land mit den besten Jobchancen der Welt leben. Aber was nützt dir die Jobsicherheit, wenn du nach Feierabend in eine leere Wohnung zurückkehrst, weil die soziale Wärme einer Wüste gleicht? Aber die soziale Kälte ist nur der Anfang. Der wahre Albtraum ist die Bürokratie. Seit der Einführung des Index Wesentliches für Auswanderer belegt Deutschland hier konstant den letzten Platz der Welt. Eine Verwaltung, die im digitalen Neandertal lebt, Behördengänge, die dich zermürben und eine Wohnungssuche, die selbst die optimistischsten Naturen in die Verzweiflung treibt. Deutschland ist ein Land, das hervorragend darin ist, dich arbeiten zu lassen, aber miserabel darin, dich leben zu lassen. Und Österreich? Das Land der atemberaubenden Alpen und der imperialen Pracht? Es ist die schöne, aber unnahbare Schwester Deutschlands. In den Rankings landet es weit vor seinem großen Bruder auf Rang 23. Die Lebensqualität, die Natur, die Sicherheit, alles Weltklasse. Aber die soziale Integration? Eine Katastrophe. Experts berichten, dass die Österreicher noch verschlossener und schwerer zugänglich sind als die Deutschen. Es ist ein Land, das aussieht wie ein Meisterwerk, sich aber anfühlt wie ein Museum, in dem du nichts berühren darfst. Und die Schweiz? Sie liegt auf Rang 29 und damit hinter Österreich, aber weit vor Deutschland. Der goldene Käfig. Du kommst wegen der Gehälter, die zu den höchsten der Welt gehören. Du kommst wegen der unberührten Natur und der perfekten Infrastruktur. Und du bezahlst dafür mit deinem Geld und deiner Seele. Die Schweiz hat regelmäßig die höchsten Lebenshaltungskosten der Welt. Dein sechsstelliges Gehalt wird von Miete, Krankenversicherung und den Preisen für einen einfachen Kaffee aufgefressen. Und wie in Deutschland und Österreich ist es notorisch schwierig, echten Anschluss zu finden. Du verdienst ein Vermögen, aber du lebst in einer Blase aus oberflächlichen Expat-Kontakten, während die wahre Gesellschaft verschlossen bleibt. Aber es gibt eine andere Welt da draußen. Eine Welt, in der die Sonne nicht nur am Himmel, sondern auch in den Herzen der Menschen scheint. Lass uns die Reise an die Spitze des Rankings antreten. Auf Platz 10 der Liste der besten Auswanderländer der Welt, gemäß dieser Umfrage, finden wir die Vereinigten Arabischen Emirate. Dies ist kein Ort für gemütliche organische Integration. Dies ist eine futuristische Businessmaschine. Stell dir vor, du lebst und arbeitest in einer glitzernden Metropole wie Dubai, umgeben von der ambitioniertesten Architektur der Welt. Es ist ein Ort der absoluten Effizienz, der Sicherheit und der Null-Einkommensteuer. Für den globalen Unternehmer ist es ein perfekter, wenn auch künstlicher Knotenpunkt, der Asien, Europa und Afrika verbindet. Ein Ort, an dem du Geschäfte machst und lebst, als wärst du schon im 22. Jahrhundert. Auf Platz 9 wartet eine Überraschung. Taiwan, das versteckte Juwel Asiens.
Während die Welt auf die geopolitischen Spannungen starrt, berichten die Expats, die dort leben, von einer anderen Realität. Sie schwärmen von einer der besten Lebensqualitäten der Welt, einem hypermodernen und bezahlbaren Gesundheitssystem, einer unglaublich freundlichen und respektvollen Bevölkerung und einer der besten Küchen der Welt. Taiwan ist der Beweis, dass man Hochtechnologie, Sicherheit und eine tiefe, reiche Kultur perfekt miteinander verbinden kann. Platz 8 gehört dem klassischen Traumziel für digitale Nomaden: Thailand. Es ist der Inbegriff des Lebensupgrades bei niedrigen Kosten. Stell dir vor, dein Büro ist ein Bambusbungalow auf Koh Lanta mit Blick auf die Andamanensee. Deine Mittagspause verbringst du mit Schnorcheln und dein Abendessen ist das beste Streetfood der Welt für läppische 2 Euro. Thailand ist nicht nur ein Ort, es ist ein Lebensgefühl. Es ist die Erkenntnis, dass du für ein Fünftel der Kosten ein Leben führen kannst, das 5-mal so reich an Erlebnissen ist. Auf Platz 7 finden wir Costa Rica. Dies ist kein Land, dies ist eine Philosophie. Pura vida, das reine Leben. Es ist die erste Wahl für den Aussteiger, der nicht nur sein Bankkonto, sondern auch seine Seele optimieren will. Hier tauschst du den Betondschungel gegen den echten Dschungel. Dein Arbeitsplatz ist eine Veranda mit Blick auf den Regenwald, aus dem die Brüllaffen rufen. Deine Wochenenden verbringst du mit Surfen an der Pazifikküste oder Wandern zu einem verborgenen Wasserfall. Costa Rica ist der Beweis, dass wahrer Reichtum grün ist. Wir kehren nach Europa zurück, zu Platz 6, dem Hotspot für europäische Nomaden: Portugal. Was früher ein Geheimtipp war, ist heute das Epizentrum einer kreativen internationalen Bewegung. Stell dir das Leben in Lissabon vor. Du arbeitest in einem Café in den historischen Gassen von Alfama. Am Nachmittag fährst du mit der Straßenbahn zum Strand, um zu surfen, und am Abend triffst du andere Gründer und Kreative aus aller Welt in einer Rooftop-Bar mit Blick auf den Tejo. Portugal kombiniert die Schönheit der alten Welt mit der Energie der neuen, und das zu immer noch erschwinglichen Preisen. Auf Platz 5 finden wir Malaysia. Für viele ist es der perfekte Einstiegspunkt in Asien, der Kontinent im Easy Mode. Englisch ist weit verbreitet, was die anfänglichen Hürden massiv senkt. Die Kultur ist ein faszinierender Schmelztiegel aus malaiischen, chinesischen und indischen Einflüssen, was sich vor allem in der spektakulären und unglaublich günstigen Küche widerspiegelt. Du kannst in einer hypermodernen Metropole wie Kuala Lumpur leben oder dich auf Inseln wie Penang oder Langkawi zurückziehen. Malaysia bietet Vielfalt, Komfort und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Platz 4 geht an den Meister des Lebensstils: Spanien. Seit Jahrzehnten ein Sehnsuchtsort für Nordeuropäer, hat Spanien nichts von seiner Magie verloren. Aber es geht nicht nur um Sonne und Strand. Es geht darum, eine andere Lebensphilosophie zu lernen. Eine, in der die Siesta wichtiger ist als das nächste Meeting, in der das Abendessen mit Freunden um 22 Uhr beginnt und bis tief in die Nacht dauert. Hier zu leben bedeutet zu lernen, dass Arbeit ein Teil des Lebens ist, aber nicht sein einziger Sinn. Auf Platz 3 finden wir Mexiko. Ja, es gibt die Schattenseiten, über die jeder spricht. Die Kartelle, die Korruption, die persönliche Sicherheit. Aber was die Zahlen zeigen, ist, dass die überwältigende Mehrheit der Auswanderer eine andere Realität erlebt. Sie erleben eine Willkommenskultur, die fast unübertroffen ist. Sie fühlen sich sofort zu Hause, umarmt von einer Herzlichkeit und Lebensfreude, die ansteckend ist. Das Leben hier ist nicht perfekt, es ist chaotisch, laut und manchmal gefährlich. Aber es ist echt. Es ist lebendig. Wir klettern auf Platz 2 zum Comeback-Kid Südamerikas. Ja genau, die Rede ist von Kolumbien. Auch hier gibt es Vorbehalte. Ein Viertel der Expats fühlt sich unsicher. 40% kritisieren die instabile Politik. Aber der entscheidende Faktor, der Kolumbien an die Weltspitze katapultiert, ist die persönliche finanzielle Situation. Unglaubliche 92% der Auswanderer geben an, dass ihr Einkommen für ein angenehmes Leben reicht. Stell dir das vor, kein ständiger finanzieller Druck mehr. Du lebst in einem Land mit einer reichen Kultur, umgeben von offenen, freundlichen Menschen, und am Ende des Monats bleibt genug Geld übrig, um das Leben wirklich zu genießen. Und dann Panama.
Die unangefochtene Nummer 1, der Champion der Auswandererherzen. Schon im Vorjahr an der Spitze hat das Land das Unglaubliche geschafft und sich noch verbessert. Letztes Jahr waren 82% der Expats dort glücklich. Dieses Jahr sind es 94%. Das ist ein Wert, der fast utopisch klingt. Was macht Panama so besonders? Es ist die perfekte Synthese. Du hast die Traumstrände der Karibik und des Pazifiks. Du hast eine pulsierende Hauptstadt mit einer atemberaubenden Skyline. Und vor allem, so schwärmen die Auswanderer, hast du die Menschen. Eine extreme Freundlichkeit und Offenheit, die es Neuankömmlingen unglaublich leicht macht, sich zu Hause zu fühlen. Selbst die Bürokratie gilt hier als vergleichsweise unkompliziert. Panama ist der Ort, an dem alle Teile des Puzzles zusammenpassen. Was ist also das Geheimnis der Gewinner? Was haben Panama, Kolumbien und Mexiko gemeinsam, das Deutschland, Österreich und der Schweiz so sehr fehlt? Es ist Wärme. Es ist eine Kultur, die Fremde nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung sieht. Es ist das Gefühl, willkommen zu sein. Du kannst in dem sichersten, saubersten und effizientesten Land der Welt leben. Aber wenn du jeden Tag das Gefühl hast, ein unsichtbarer Außenseiter zu sein, dann ist all die Effizienz und Sicherheit wertlos. Bist du es leid, im Keller des Rankings zu leben? Träumst du von einem Ort, an dem nicht nur dein Bankkonto, sondern auch deine Seele wachsen kann? Wenn du bereit bist, den Schritt zu wagen und herauszufinden, welches Land auf der Sonnenseite des Lebens wirklich zu dir passt, dann ist es an der Zeit, mit uns zu sprechen. Wir sind keine Touristenführer, die dir die schönsten Strände zeigen. Wir sind die Architekten deines neuen Lebens in einem Land, das dich willkommen heißt. Wir helfen dir, die richtige Wahl zu treffen, basierend auf deinen persönlichen Zielen, deiner finanziellen Situation und deiner Sehnsucht nach einem besseren Leben. Buche eine persönliche Beratung über den Link in der Beschreibung und beginne deine Reise an die Spitze deines eigenen Rankings. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.